Dü, 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 dü. Was soll man sagen? Wir haben ein grandioses Set vor uns stehen und haben uns gedacht, wir stellen euch das einfach mal vor. Durch etwas umständlichere Situationen, nennen wir es mal so, haben wir heute die tolle Gelegenheit bekommen, hier eines dieser Lego Ideas Schmiedensets für euch bereitzustellen. Und da haben wir uns gedacht, ich bin da zwar nicht frisiert, deswegen ist meine Frisur hier abgeschnitten, das ist auch, glaube ich, besser so, aber wir stellen heute mal die Schmiede vor aus dem Jahr 2021, Lego Ideas. Rita wird euch die groben Überblicke bieten, Setnummer und so weiter, und dann gehen wir ins Detail. Genau, es ist die Setnummer 21325. Gut, dass ich meinen Spickzettel habe. Es hat 2164 Teile, kostet 149,99 und ist ein 18-Plus-Set. Deswegen auch die coole Box natürlich. 18 Plus, genau. Im selbigen Stil ist natürlich auch die Anleitung gehalten. Wie ihr wisst, es ist ein Lego Ideas Set. Das Original wurde auch hier sogar in der Anleitung abgebildet. Wenn die Lichter nicht so spiegeln würden, könntet ihr das auch sehen. Sieht nicht mehr ganz so aus wie das Original jetzt in der veröffentlichten Form, aber es ist dennoch ein cooles Set. Wir haben, das haben wir jetzt gar nicht vorbereitet, insgesamt 4 Minifiguren für euch. Genau. 2 sind hier auf diesem coolen kleinen Wagen, den zeigen wir euch gleich so mal. Und zwar ist das Besondere daran, es sind die Black Falcon Knights. Die Falken, die jeder immer wieder haben wollte, die hat Lego jetzt wieder zurückgebracht. Und ich muss sagen, ich bin ein großer Fan davon. Seht euch mal diese coolen Oberteile an. Sie haben die Rüstungen, die gab es ja damals noch nicht, Frisuren. Dann auch ihre Schilder, Äxte. Hinten im Gepäck haben sie noch diverse Helme und alles, was man sonst noch braucht, um hier einen Krieg zu gewinnen. Und sie kommen hier mit einem Karren mitsamt Pferd zur Schmiede, weil sie vielleicht ein Schwert neu schmieden lassen müssen, welches abgebrochen ist bei einem Kampf oder sowas, weiß ich nicht. Es scheint mir, als hätte die Figur hier auf der Seite eine neue Frisur, oder kommt mir das nur so vor? Die habe ich auf jeden Fall auch so noch nie gesehen. Was cool ist, die hat so eine Art Stirnband, die Figur, wie ihr das sehen könnt. Und die Frisur sieht nett aus, habe ich noch nicht gesehen. Müsste man schauen. Auf jeden Fall kommt es mir nicht bekannt vor. Also in unserer Minifigurensammlung haben wir die auf jeden Fall noch nicht. Genau. Tolles Pferd in Tan habe ich auch noch nicht gesehen. Endlich gibt es wieder mal ein Pferdchen, und zwar nicht die mit dem runden Kopf, die bei der Friends-Serie vorkommen, sondern die klassischen Pferde mehr oder weniger. Mhm. Und dann haben wir hier noch diese 2 Figuren. Einmal den Schmied und einmal eine Bogenschützin. Mal kurzer Check, ob noch Wendegesichter drauf sind. Ja, genau. Mit Wendegesicht die folgenden hier. Den Schmied finde ich total cool, hier mit seiner langhaarigen Frisur und seinem Bart. Und auch diese Frau ist cool. Viele sagen ja, dass die von den Forestman Sets stammen müsste, da sie ja so einen grünen Overall anhat. Stimmt. Und auch einen Bogen mit Pfeil dazu. Könnte schon sein, dass das ist. Ja, es ist auf jeden Fall wirklich ein schönes Set geworden. Viele haben geschrieben, dass sie die 150 € Preismarke, es ist ja auch momentan noch Lego exklusiv, also ihr bekommt es nirgendwo anders, ein bisschen hart finden, aber schaut euch mal dieses Set hier an. Ich finde, da kann man nicht nur Ritterfans glücklich machen, mit der Fassade, wo alles so ein bisschen in Fachwerkhausoptik eingearbeitet ist, unten eher gemauert, oben mit viel Holz und das Dach mit den Ziegeln aus der Nexonites-Serie. Ich finde, es ist auf jeden Fall größer, als ich es mir vorgestellt habe. Also ich habe es von den Fotos, die ich schon vorab gesehen habe, habe ich es mir nicht ganz so groß vorgestellt, und da sind mir die 150 € dann doch sehr viel vorgekommen. Aber es ist um einiges größer. Ja, es ist nicht viel kleiner als ein Modular-Building eigentlich. Wir haben jetzt keines, welches wir daneben stellen können. Aber das Coole ist, man kann es auch zerlegen, weil es ja auch so mehr oder weniger modular ist. Und das werden wir jetzt machen. Hoffentlich
zerlegen wir es jetzt nicht komplett. Also einerseits das Dach, das kommt am Schluss. Übrigens an dieser Stelle vielen Dank an dich, lieber Christoph, dass du uns das Set zur Verfügung gestellt hast. Wir bringen es dir wieder im Ganzen zurück. Jedenfalls bemühen wir uns. Mittlerweile ist es schon so weit, dass auch uns jetzt schon Sets geborgt werden, die wir vorstellen können. Also ich muss sagen, es geht dahin. Total coole Sache auf jeden Fall. Also, erstens mal gefällt mir an dem Set ganz gut, dass nicht nur die Schmiede selbst dabei ist, sondern auch so mehr oder weniger ein bisschen Umland, hier mit den Dark Tan und Sand Green Platten. Hier haben wir bestimmt was für dich. Da ist ein Hund mit 2 Kürbissen, das heißt, hier wird ein bisschen was angebaut. Ja, und was ich auch Knochen. Find, diesen Baum hier. Da müssen wir einmal die komplette Seite drehen. Genau. Denn ich habe ja vor kurzem auch für unseren Stadtpark einen Baum gebaut und das ist mal eine ganz andere Bautechnik. Auf jeden Fall so gar nicht, wie ich das gemacht habe. Aber es sieht auch echt cool aus, muss ich sagen. Finde ich auch, der Stamm relativ mit diesen dick. Hörnerteilen oder so würde ich sie auf jeden Fall nennen. Genau, es sieht auf jeden Fall echt cool aus. Ja, finde ich auch und auch cool mit dieser Zielscheibe und mit den Äpfeln, das vermittelt so ein bisschen das Bild von Wilhelm Tell, habe ich das Gefühl, und ich glaube, das ist für unsere Bogenschützin hier genau das Richtige, die kann hier versuchen, die Zielscheibe zu treffen oder einen Apfel runterzuschießen, die hängen ja relativ hoch, da kommt ja gar keine Minifigur ran. Dann ist hier auch so ein netter kleiner Brunnen, der mir auch sehr gut gefällt. Hier die Farbpalette, die sie hier gewählt haben, ist einfach toll. Es sind viele Brauntöne, viele Grautöne, sehr viele erdige Farben, alles unterlegt mit Dunkelblau und so weiter. Auch Nougat ist dabei. Wo sind wir zuerst stehen geblieben? Ach ja, also hier muss ich nochmal drehen, dass ich mich wieder selbst auskenne. Also hier haben wir den Hund, das ist so ein kleiner Gemüsegarten mit 2 Kürbissen. Und dann, wenn wir einmal um die Ecke gehen, hat der Schmied schon seine Außenarbeitsstelle. Das heißt, hier hat er seine Schmiede, seinen Ofen, wo gerade ein Schwert hergerichtet wird für die Verwendung. Und das Coolste ist doch, dass da ein Lightbrick verbaut ist. Und ihr wisst, Christoph liebt Lightbricks. Ja, genau. Man drückt auf den Blasebalg und wie im echten Leben lodert die Glut. Also es ist fantastisch, wirklich total cool. Hier sehr schön unterlegt mit Fliesen in rund und eckig 1x2. Ja. Also wie gesagt, hier hat er dann noch seine Arbeitsmaterialien. Ich glaube, das ist noch ein Amboss und alle möglichen Werkzeuge. Hier hat er auch schon ein Schwert geschmiedet. Das ist übrigens dasselbe Mold von der 20er Minifiguren-Serie, wo er auch ein Ritter dabei ist, der sehr beliebt war. Da hat er das. Dann hat er hier eben den Eingang zu seiner Schmiede. Diese Tür ist auch total cool. Übrigens keine Aufkleber bei dem Set, das ist alles gedruckt. Eine sehr stabile Tür. Und dann geht es hier die Stiege rauf in den Wohnbereich, den wir euch gleich zeigen werden im 1. Stock. Und unter der Stiege ist noch so ein kleiner Holzschuppen mit schon fertig hergerichtetem Holz, welches dann wahrscheinlich zum Einheizen im Winter gebraucht wird oder vielleicht auch den Ofen betreibt, keine Ahnung, wobei der wird vielleicht eher mit Kohle angefeuert. Wir kennen uns total aus mit solchen Schmieden, ihr merkt das bestimmt. Genau. Im Innenbereich geht es dann weiter. Wir haben dann hier, ich glaube, das kann man kippen, ohne dass hier alles rausfällt, vielleicht die Schwerter nehmen wir runter. Nicht, dass wir das Set dann unkomplett wieder zurückgeben. Das wäre nichts. Dann bekommen wir nie wieder was. Innen haben wir erstens mal toll alles aufgebaut auf diesen großen Platten in Dark Tan. Da haben wir den Arbeitsbereich des Schmieds. Das heißt, wir haben hier in der Mitte einen Amboss, wo auch sogar in diesem Orange ein heißes Eisen dargestellt ist. Dann haben wir hier mehr oder weniger die Innenseite des Ofens, falls ihr das sehen könnt, mit noch mehr Kohle und vielleicht Eisen hat er hier drin. Dann hat er hier am Rand schon einige Meisterwerke fertiggestellt. Hier hängen Schilder, Rüstungen, Schwerter. Genau, diese Schulterpanzer. Dann hat er hier so einen Schleifstein, wo er wahrscheinlich dann noch ein bisschen nachschleifen kann. Und hier an dieser Wand hat er auch jede Menge Equipment, diese Eisenstöcke, noch mehr Kohle und so weiter, einen Besen. Also ich finde den Innenbereich hier wirklich, wirklich nett. Und wie gesagt, auch die Außenfassade hier mit den Fliesen, mit den eingelegten, die goldenen Fensterrahmen, das sieht wirklich sehr nett aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Also
einer meiner Kritikpunkte ist, ich hätte gerne oder noch lieber als diese Schmiede hätte ich eine echte Ritterburg gesehen. Aber vielleicht ist das mal so eine Art Vorbote, dass Lego mal schaut, wie sich das Thema Ritter im Jahr 2021 noch verkauft. Und wenn das Set gut läuft, dann machen sie vielleicht wirklich wieder mal eine Ritterburg für uns. Das wäre toll. Gehen wir mal weiter in den ersten Stock. Also man geht die Stiegen rauf und dann hat man hier eine Tür, wo es reingeht. Und das gebe ich jetzt Rita, die darf euch das zeigen. Da ist, glaube ich, der Wohnbereich. Genau. Was mir besonders hier gefällt, sind diese Stühle. Also ihr seht, hier haben wir einen Tisch mit verschiedenen Essen drauf und wir haben hier Stühle, die ganz neu gelöst sind. Auf jeden Fall sind sie mir so nicht bekannt, nämlich mit 2 Äxten. Und das finde ich schon extrem cool, dass man da so ganz neue Sessel draus basteln kann. Mir gefällt es auch, ja. Dann haben sie hier noch einen Anrichttisch, wo eine Karotte schon ein Stück verloren hat. Die ist schon abgeschnitten, was auch eine super nette Idee ist. Dann haben wir noch einen Ofen, da steht auch schon eine Suppe, die angerichtet wird und irgendein Gemüsezeugs. Ich glaube, den Kessel kann man sogar schwenken. Also wenn die Suppe zu heiß aufgekocht wird, kann man die sogar vom Ofen so runterschwenken. Das ist auch eine wirklich nette Idee. Genau. Und dann haben wir hier in der Ecke, wir haben gerätselt, was das sein könnte, aber vielleicht ist das eine Art Butterstampfer oder sowas. Ich glaube, auf Landschulwoche habe ich mal sowas Ähnliches gesehen. Ich bin mir aber wirklich nicht sicher, ob das wirklich sowas ist. Sonst bitte einfach in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, was das ist. Genau. Und was mir auch sehr gut gefällt, ist hier außen haben wir dann noch das Schild, das uns eben anzeigt, dass das hier ein Schmied ist. Das gefällt mir auch richtig, richtig gut. Auch ein Print natürlich, ja. Und unter der Stiege ist noch ein kleines Bierfass, damit sich der Schmied nach der harten Arbeit ein Gläschen oder einen Krug Bier genehmigen kann, was ja auch eine super nette Geschichte ist. Das Set ist ab 18, also das sollte damit in Ordnung gehen, finde ich. Vielleicht ist ja auch Kakao drinnen, du weißt es ja nicht. Das wäre wahrscheinlich bei dir. Also es sind ja auch Trinkkelche und Hühnchen und alles Mögliche. Und hier im ersten Stock, wie gesagt, an der Außenfassade relativ viel mit Holz eingelegt. Also das sieht sehr, sehr cool aus. Genau. Dann kommen wir noch zum obersten Stockwerk. Das zeigen wir euch zuerst von außen und dann auch von innen. Ich finde, da ist das Dach so fast noch schöner gelöst als in der Originalversion. Das finde ich übrigens auch, ja. Weil es mir einfach von den Farben besser gefällt. Denn das andere ist ja eigentlich nur in dunkelblau gehalten mit diesen orangenen Seesternen. Und das ist doch irgendwie ein bisschen sehr dunkel. Ich zeige euch kurz was. Da finde ich das fast noch schön. Das sehe ich nämlich genauso. Also hier am Anfang der Anleitungen in den Ideasets gibt es ja immer ein bisschen Hintergrundmaterial dazu. Und da hat Lego hier auch ein paar frühere Schmieden abgebildet und hier seht ihr auch eine Schmiede, ich glaube die ist muss ich nur direkt schauen, aus 2002 ist die und da ist das Dach zwar noch anders gelöst hier mit den Dachsteinen, mit den Slopes, aber das ist auch in dem normalen Blau gehalten und ich glaube, das ist hier so ein bisschen eine Art Referenz. Außerdem finde ich es cool, dass sie hier diese Nexonites-Schilde verwendet haben für die Dachziegel, denn Nexonites ist ja mehr oder weniger die letzte echte Lego-Ritter-Serie, die auf den Markt gekommen ist und das ist eine ganz nette Referenz. Außerdem Teile auch in Sand Green mit dabei, was eines meiner Lieblingsfarben ist. Hier ist das Dach schon ein bisschen kaputt, also hier wird es wahrscheinlich in der Nacht schon reinregnen. Muss ja einen Eimer aufstellen, unser Schmied, das ist natürlich nicht so gut, aber hier auch total cool, hier mit diesem kleinen Vorsprung, hier der Kamin ist schön gemauert, hier, also da haben sie wirklich bei den Teilen nicht gespart, es ist auch relativ schwer und das Tolle ist, das Dach ist hier so, damit der Winkel erreicht wird, hier so eingehängt und das kann man hier auf der einen Seite rausnehmen, das ist eine Konstruktion, die wir so auch noch nicht gesehen haben, hier mit diesem Extrem Winkel. Cool. Und dann sehen wir den Innenbereich des Dachstuhls. Erstens mal ist er von der Architektur wirklich schön gelöst, hier mit den Bögen und mit der Säule. Also das ist wirklich sehr realitätsgetreu, hier auch vom Querschnitt natürlich. Und innen haben wir ein großes Bett für den Schmied und seine Frau. Vielleicht ist es ja
die Forest-Frau mit dem grünen Overall oder vielleicht lädt er sich ja auch zwei Ritter eine Black Falcon-Ritterin ein. Ein Burgfräulein könnte sein. Mein Highlight hier ist dieser Bär, der hier am Boden als Teppich dargestellt ist. Diese Idee, die hätte man eigentlich auch selbst haben können. Ja, aber die ist schon echt cool. Finde ich auch. Dann hat er hier im Eck der Schmied einen Schreibtisch, also wirklich einen altehrwürdigen hier mit Feder und allem drum und dran. Das ist sehr gelungen, finde ich. Und hinten ist noch eine Schatztruhe, wo ich zuerst geglaubt habe, da ist Gold drin, das Geld, das er verdient, aber es ist nur ein Rucksack und ein Kompass drinnen. Aber vielleicht auch ein wertvoller. Genau, man vielleicht war ja früher ein Familienerbstück. Das könnte sein, ja. Das könnte sein. Und hinten noch ein kleiner Kamin. Und es sind wirklich, die Details sind sehr nett gemacht. Ja. Also ihr seht auch hier bei dem Bett, normalerweise tun sie sich da nicht so viel an. Da wären einfach, keine Ahnung, einmal Vierersteine oder so Slopes, so abgerundete und hier mit diesem gekräuselten, mit den ganzen kleinen Details, die da einfach drinstecken. Das finde ich sehr, sehr nett. Mhm. Einfach diese, was wir normalerweise als Cupcake-Teile quasi verwenden, werden hier beim Bett verbaut. Ist auch eine sehr, sehr nette Idee, muss ich sagen. Zack, und das Dach ist wieder eingerastet. Zum Glück. Und dann steht das Modell wieder als Ganzes hier vor uns. Mhm. Also ich muss sagen, wir haben es uns am Anfang jetzt nicht gekauft, weil wir jetzt noch ein paar andere Sets gekauft haben. Wir haben den Ninjago City Gardens gekauft und ein paar anderes Zeugs. Und jetzt, wo ich das Set jetzt richtig vor mir sehe, muss ich sagen, bin ich begeisterter davon, als ich es vorab war. Also 150 € sind zwar viel Geld dafür, vielleicht schreiben jetzt manche von euch in die Kommentare, dass man sich bei anderen Herstellern, was die Ritter-Serie anbelangt, für weit weniger Geld was holen könnte. Aber nichtsdestotrotz, wenn man bei Lego bleiben möchte, glaube ich, ist das eine tolle Geschichte überhaupt, wenn man Ritter mag. Und das fügt sich auch, glaube ich, ganz gut in ein Ritter-Layout ein, auch wenn ihr ältere Ritterburgen habt oder ältere Rittersets. Aber glaubst du, weil du zuerst gesagt hast, dass es exklusiv ist, dass es immer exklusiv bleibt? Das ist bei den Ideasets relativ schwierig zu sagen. Manche von denen sind ja bei den sogenannten Premium-Partnern dann mal doch noch mehr oder weniger in den normalen Handel gekommen. Dort würde es natürlich auch immer wieder mal Rabattaktionen geben. Ich meine, es sind über 2000 Teile für 150 €. Da sind wir schon in der Gegend von einem Modular-Building. Und ich finde auch, wenn man jetzt, sage ich mal, ein Ritter-Fan ist oder gerne ein Ritter-Layout sich aufbauen möchte, dann ist das unumgänglich, dass man sich das kauft. Also das ist für mich eigentlich ein Pflichtkauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann bin ich gespannt, was sich dann noch entwickeln wird. Wie gesagt, wir werden es uns wahrscheinlich etwas später holen. Wir haben ja auch unser Ritter-Layout noch nicht gestartet, falls ihr unsere Stadtupdates mitverfolgt habt. Denn wir wissen auch noch nicht genau, wo wir das dann hinbauen sollen. Deswegen werden wir uns da wahrscheinlich noch etwas Zeit lassen. Aber an sich finde ich es schon ein sehr, sehr, sehr schönes Set. Es ist wirklich toll. Also es wird sicher einen Weg in unsere Stadt finden. Ich kann mir das nicht anders vorstellen. Leider nicht dieses Exemplar, aber unser eigenes jetzt dann irgendwann mal. Wir das schnappen würden, ja. Und genau, wie soll ich sagen? Ja, also es ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung und vielleicht überrascht uns ja Lego nächstes Jahr mit einer neuen Ritterwelle. Das wäre wirklich total cool und dann würde sich das Set auch sicher gut einbringen lassen. Ich finde auch vom Teilewert her, wir haben hier sehr viele Fliesen, auch diese gebogenen, große, schöne Platten. Die Figuren sind toll. Viele kaufen sich das Set nur, weil sie die Figuren haben wollen. Diese beiden Black Falcon Knights heißen sie. Ja, genau. Die verkaufen das Haus dann ohne die Figuren. Also man sieht, da ist auf jeden Fall ein Markt da. Was haltet denn ihr davon? Gefällt euch das Set? Habt ihr euch mehr erwartet? Was haltet ihr generell von der Ideas-Serie, wie sie jetzt so praktiziert wird? Denn es sind ja wahnsinnig viele Sets immer im Review und leider werden ja immer nur sehr wenige umgesetzt und das die stimmt. Dann teilweise komplett anders, als eigentlich der ursprüngliche Vorschlag war. Kann man davon halten, was man will? Hier haben sie auf jeden Fall, finde ich, ganz gute Arbeit geleistet. Ich wollte gerade sagen, manchmal ja etwas besser, manchmal vielleicht etwas schlechter. Im Falle vom Dach finde ich sogar etwas verbessert. Also
Das sehe ich genauso. Also viele tolle Teile und auch viele, wir kennen die Bricklink-Preise von so manch einem Einzelteil und die sind hier in sehr seltenen Farben auch sehr oft drinnen. Also da muss ich schon sagen, ja, natürlich könnte man sagen, für 150 Euro bekommt man anderweitig auch einiges, aber es ist ein schönes kleines Häuschen und uns gefällt die Geschichte dahinter mit dem Black Falcon Knights und mit dem Schmied und dass er so viel Equipment hat und oben wohnt und so weiter. Das ist toll. Auf jeden Fall. In dem Sinne. Ja, also mir fehlen jetzt fast die Worte. Lasst die Züge fahren wäre jetzt ein falsches Abschiedswort. Nein, da schmiedet ein Schwert. Die noch nicht erfunden waren zu dieser Zeit. Aber genau, schmiedet euch ein Schwert oder lasst euch mit einem Kahn abholen, der hoffentlich ein tüchtiges Pferdchen vorn drauf hat. Und dann sehen wir uns demnächst bald wieder mal. Danke auf jeden Fall fürs Einschalten und bis demnächst. Tschüss.